Naja, unsere Jahresvereinbarung mit der Havas hat so funktioniert, dass wir bei jeder Kampagne eine Rechnung gestellt haben über das gesamte Kampagnenbudget und zusätzlich eine Gutschrift über 50% der Kampagne. Das heißt, die Havas hat zum Beispiel eine, was weiß ich, Michelin-Kampagne oder eine Kia-Kampagne oder eine WKO, also von der Wirtschaftskammer, Kampagne gebucht in Höhe von, sagen wir mal, 20.000 Euro. Und wir haben einmal eben die Rechnung gestellt über 20.000 Euro und aber gleichzeitig auch eine Gutschrift über die Hälfte, also über 10.000 Euro. Und der Schmäh dahinter war, dass die Havas das Ganze genommen hat, dem Kunden zeigen konnte, schauen Sie, hier ist die Rechnung von der Edger in Höhe von 20.000 Euro und aber in Wirklichkeit nur 10.000 Euro gezahlt hat, weil wir in der Havas noch die Gutschrift ausgestellt haben in Höhe von 10.000 Euro. Und wie ich damals auch schon wusste und jetzt halt erst den Ernst der ganzen Geschichte gemerkt habe, Kunde weiß es natürlich nicht. Ähm, Warum soll das der Kunde wissen? Das ist ja die Idee an der ganzen Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum seitens der Havas oder generell mit allen Partnern, mit denen wir das umgesetzt haben, es immer sehr, sehr, sehr strikte Verträge gab, dass man nicht darüber reden darf. Von der Havas gab es NDEs, also Geheimhaltungsvereinbarungen, dass niemand darüber reden darf mit großen Vertragspenalen. Und auch der Daniel, also der Daniel Pfeffer, das ist der Havas Digital Director, arbeitet eigentlich eine Position unter dem Gold, soweit ich weiß. Und der hat uns auch am Anfang der Kampagne mehrmals gesagt, Rechnungen dürfen immer nur an ihn gehen, es darf ja nicht an irgendjemanden anderen verschickt werden als der Havas. Niemand von der Havas intern darf davon was wissen. Und ganz am Anfang hat der Philipp bei der, ich glaube, ersten Kampagne, die wir umgesetzt haben mit dieser Jahresvereinbarung mit der Havas, die Gutschrift unabsichtlich an eine Mitarbeiterin geschickt. Das war die Frau Karin Bartel, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube Karin Bartel. Ähm, und er hat eben die Gutschrift geschickt, weil sie halt, ich glaube, sie war Buchhaltungsmitarbeiterin oder sowas. Also die hat immer die ganzen Sachen bekommen. Und der Daniel ist dafür, Daniel Pfeffer wieder, ist halt vollkommen ausgerastet und hat gemeint, nein, das darf niemand wissen. Er soll sofort die Karin anrufen oder ihr schreiben und sie anlügen und sagen, dass es ein Fehler in der Buchhaltungssoftware war. Und es hat er auch dann auch gemacht, aber für mich war es halt ein bisschen heftig zu sehen, dass seitens der Havas, einfach von der Geschäftsführung uns beauftragt, wir wurden von der Geschäftsführung und der Havas beauftragt, Mitarbeiter der Havas anzulügen, damit das Ganze geheim bleibt. Und das war halt schon ein bisschen heftig für mich.